Das ist ein Feuerrohrstehtisch und ich habe den im Internet gesehen und habe gewusst, den musst du dir auch bauen. Feuerrohre sind zu einem regelrechten Hype geworden. Gibt es mittlerweile sogar bei Lidl, bei Aldi und sorgen für ein einzigartiges Ambiente. Aber ein Feuerrohrstehtisch, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga. Im Sommer abends mit Freunden um diese unglaubliche Feuersäule stehen, gemütlich ein kleines Alster, Bier oder einen Wein trinken, einzigartig. Ich habe erst überlegt, ob ich ein bestehendes Feuerrohr umbaue, aber da stimmen A, die Dimensionen nicht, B, die Standfestigkeit. Hier brauchen wir jetzt wirklich eine ganz, ganz andere Liga. Außerdem will ich eine Feuersäule haben, die wirklich seinesgleichen sucht. Das heißt nicht so eine kleine mickrige, sondern wirklich eine gigantische Feuersäule, um die man im Sommer rumstehen kann, ohne dass man nach Rauch riecht oder ähnliches. Das heißt, ich hätte das Ganze aus Rohren fertigen können, habe mich aber hier für Bleche entschieden. Bleche haben den Riesenvorteil, die lässt man sich auslasern, kann die einfach zusammenstecken, kann das Ganze einfach zusammenbauen, braucht nicht tausende von Einzelteilen, braucht nicht stundenlang anpassen. Laserteile sind da immer ein absoluter Genuss. Und wie genau das Ganze ist, das ist wirklich Wahnsinn. Also das passt wirklich alles hundertprozentig. Jede Nase ist hier richtig drin. Das sieht also wirklich richtig, richtig gut an. Ich habe es jetzt einfach mal zusammengestellt, habe einfach diese kleinen Magneten genommen. Das passt schon wirklich gut und ich hefte es gleich von innen ab. Und im Vorfeld hatte ich mir eigentlich überlegt, dass ich hier wirklich einen Großteil schweiße. Das werde ich so nicht machen. Wenn man das vernünftig heftet, zieht es auch immer noch mal ein bisschen ran. Wenn ich es hefte, dann drückt man hier noch mal den letzten kleinen Millimeter oder das letzte kleine Mühe weg und dann ist das wirklich so schön genau zusammen. Das wird keine Probleme hinterher geben. Und wenn es Probleme gibt, dann seht ihr das bei mir, dann könnt ihr immer noch schweißen. Ich würde aber sagen, in der Regel von wegen einfach nur kräftig abheften. Erstmal vorsichtig so abheften, dass man das von der einen Seite zusammensetzt. Wichtig, das Prallblech muss noch rein. Das setzen wir natürlich auch gleich rein. Das müssen wir vorher noch biegen. Das kommt hier so vor. Und dann kommt hinterher der Deckel drauf. Aber erstmal von wegen so ein paar erste Hefter. Alles schön immer mit dem Winkel kontrollieren. Kann man das schön zusammenheften. Das kann man mit einem Fülldrahtschweißgerät machen. Das kann man mit einem Mackgerät machen. Das kann man mit einem Wickgerät machen. Das kann man im Prinzip auch mit der Elektrode machen. Also da sind wirklich keine großen Schweißkünste gefragt. Und das Geniale ist, hier passt wirklich auch alles nur so, wie es passen kann. Das heißt, alle Nasen sind von den Abständen so, man kann es nicht anders zusammensetzen. Ich habe eben noch mal ein bisschen rumgespielt, ob man es auch anders zusammensetzen kann, ob man hier irgendwas verkehrt machen kann. Man kann verkehrt machen, wie gesagt, dass man dieses Prallblech vergisst. Aber ansonsten kann man das hier eigentlich nicht verkehrt zusammenstecken, zumindest nicht, wenn man keine Gewalt anwendet. Es passt anders nicht. Man steckt es einfach einmal zusammen, man heftet das Ganze ab, man richtet es vernünftig im Winkel aus und dann ist im Prinzip der Grundkörper schon fast fertig. Und ich zeige euch mal, wie ich das hier innen gemacht habe. Hier an diesem Rost habe ich einfach ein bisschen abgeschliffen. Das hat nicht richtig gepasst, das habe ich ein bisschen abgeschliffen. Hier hat man so Punkte vorher drin, dass man das auch wirklich ganz einfach an der Stelle im Schraubstock kanten kann. Und dann habe ich das hier genau untergesetzt, dass das hier bündig ankommt, hier unten bündig ankommt. Hier alles mal ganz einfach gepunktet und fertig ist der Bums. Jetzt kommt noch der Deckel drauf. Beim Deckel ist es ganz wichtig, den muss ich ein bisschen auseinanderdrücken. Habe ich eben schon geguckt, der passt nicht ganz. Das liegt natürlich daran, dass ich jetzt geschweißt habe. Es ist so ein bisschen zusammengezogen. Aber 2 Hammerschläge mit einem Schonhammer drauf und dann passt das auch. Oder ein bisschen drücken. Und wichtig ist hier kommt hinterher ein Aschekasten rein. Und beim Aschekasten, ich habe es auch schon so oft verkehrt gemacht bei den verschiedensten Bauteilen, da darf man natürlich nicht innen schweißen, weil sonst ist das Ganze im Wege. Das heißt, hier draußen 3, 4, 5, 6 Punkte machen von wegen. Das mache ich wieder mit Wick. Aber man kann das natürlich auch mit Mack machen, muss man es hinterher nur überschleifen. Ich habe auch hier außen noch ein paar Wickpunkte gesetzt. Ganz einfach, weil man natürlich von innen nicht mehr überall an der zweiten Stelle rankommt. Dann habe ich es einfach zusammengedrückt, von außen einen Punkt gemacht. Ich habe es mit Wick gemacht, weil das so schön filigran ist. Mack müsste man immer überschleifen. Überschleifen will ich natürlich nicht unbedingt. Aber wenn man nur ein Mackgerät hat oder ein Fülldrahtschweißgerät, kann man das natürlich auch mit dem problemlos machen. Da muss man hinterher nur ein bisschen schleifen. Im nächsten Schritt bauen wir erstmal die Kleinteile zusammen. Das ist im Prinzip auch sehr simpel. Das ist einmal der Fuß, der wird auch nur zusammengesteckt, innen mit kleinen Stückschweißungen versehen. Das nächste ist dann die Brennkammer. Die Brennkammer setzt man auch aus 4 Elementen zusammen. Hier kommen hinterher die Flügel dran und da habe ich mich vertan. Das habe ich sicher auch bewusst drin. Das kann also schnell mal passieren. Da ist ein Flügel dann in die falsche Richtung gelaufen. Dementsprechend habe ich den nochmal abgetrennt, habe den neu angeschweißt. Das ist
natürlich auch kein Problem. Was ich hier gemacht habe, und das sieht man hier auch schön, ich habe alle Bohrungen gesenkt. Das habe ich auch an dem Hauptbauteil gemacht, alle Bohrungen schön gesenkt. Da hat man dann eine Abrisskante weniger und das bilde ich mir immer ein, dass das bei diesen Feuerrohren wirklich extrem wichtig ist und wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist ja so eine Arbeit, die kann man in 1-2 Minuten mal ganz schnell durchziehen. Das nächste, was ich dann noch gebaut habe, ist hier der Aschekasten. Den habe ich auch noch mal ein bisschen angepasst, immer wieder reingehalten, erstmal geheftet. Hier oben habe ich ein ganz bisschen nachgeschliffen, dass er perfekt reinpasst. Und hier vorne das auch so ein bisschen abgekürzt. Ich habe hier vorne von innen so ein bisschen geschweißt. Ich dachte, das stört eigentlich nicht und die Naht ist dann im Wege. Das heißt, sowas sollte man auch wirklich immer heften, dann mal kurz ausprobieren, ob es passt. Dann kann man immer noch mal ein bisschen nachschleifen. Im Großen und Ganzen habe ich hier nicht viel geschweißt. Ich habe das Ganze einfach immer gepunktet mit einem Max-Schweißgerät. Das ist wirklich vollkommen ausreichend. Und dann können wir die ganzen Einzelteile zusammenbauen. Wichtig ist, dass diese Brennkammer jetzt vernünftig läuft. Das muss also vernünftig gerade sein, sonst schlagen hinterher die Funken und dementsprechend auch der Ruß seitlich an. Ich habe hier einen schönen großen Schlosserwinkel. Das wird hier einfach so reingesetzt. Hier sind auch ganz normal Nasen dran. Dann kann man das hier reinsetzen. So. Und kann das hier mit einem Winkel vernünftig ausrichten, so den letzten Millimeter. Ich nutze das so gerne, man kann den Winkel ja nicht richtig ranhalten, man kann hier über den Luftspalt das Ganze anpeilen. Und dann sieht man, man hat hier einen schönen gleichmäßigen Luftspalt und dann heftet man das auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite und dann kommt nachträglich einfach das Rohr drüber. Das Rohr, ich habe ja jetzt hier die Teile, die Brennteile als Bausatz. In dem Bausatz, den ich hier unter verlinke, ist auch das Rohr mit enthalten. Das heißt, das Rohr ist dann auf 60 Grad abgeschnitten. Das schafft keine Säge mehr, die ich hier habe bei den Dimensionen. Dementsprechend habe ich das jetzt mit einem Winkelschleifer abschneiden müssen. Das ist eine Schweinearbeit. Ich habe es mir schräg aufgeheftet und habe es dann angezeichnet. Einmal habe ich es verkehrt angezeichnet, beim zweiten Mal dann zum Glück richtig. Ich habe es vorher noch mal angehalten, habe ich es noch gesehen. Bisschen nachgeschliffen, geht das aber auch problemlos. Und das kommt hier einfach rüber, muss man vorher natürlich auch mal testen, dass hier alles passt mit den Flügeln. Das sieht aber wirklich alles sehr gut aus. Das hat links ringsumlaufend immer so einen Millimeter an den Flügeln Spiel. Das ist alles in Ordnung. Und dann kann man das hier auch ganz einfach zusammenschweißen. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt über. Das heißt, ich habe hier unten den Fuß. Den Fuß setze ich unter das Feuerrohr. Man sollte auch hier wieder kontrollieren, dass das Ganze mit der Brennkammer läuft. Und dann wird das Ganze unten auf die Fußplatte aufgesetzt. Hier sind auch wieder Nasen drauf. Kann man auch ganz einfach wieder draufsetzen. Dann wird das Ganze mit Stückschweißungen versehen und das reicht vollkommen aus. Und fertig ist unser Feuerrohr und dann können wir uns um den Tisch kümmern. Und ich würde mal sagen, das sieht so schon richtig genial aus. Ich habe jetzt unter die Grundplatte noch Vierkantrohr untergeschweißt. Das verstrebt das Ganze ein bisschen, damit wird es solider. Und in dieses Vierkantrohr habe ich jetzt Maschinenfüße eingebracht. Das heißt immer mit 8,5 mm gebohrt. Hinterher Muttern aufgeschweißt. Ich nehme ja immer diese Flanschmuttern und habe dann da einfach Maschinenfüße. Diese Maschinenfüße kaufe ich immer und damit hat man einen vernünftigen Stand, kann das Ganze überall vernünftig positionieren. Jetzt fehlt im Prinzip wirklich nur noch die Tischaufnahme. Das sind 2 Streben, die hier oben seitlich rankommen. Die drückt man einfach ran, ein bisschen abheften, kleine Stückschweißungen innen. Und dann gibt es eine Aufnahme für das Feuerrohr. Hier wird ein Rohr noch zusätzlich reingesetzt. Das wird auch einfach nur angepunktet. Und dann würde ich immer empfehlen, dass man das wirklich mit dem Glasrohr zusammen montiert. Das heißt, das Ganze einmal zusammensetzen mit dem Glasrohr, damit es auch richtig schön läuft, hinterher alles passt. Und dann wird diese Aufnahme auch noch komplett angeheftet. Und der Rest sind im Prinzip nur noch Banalitäten. Das Feuerrohr wird mit hitzebeständigen Lack lackiert. Eine Tischplatte habe ich mir auch besorgt. 800 mm Durchmesser, eine Scheibe. Könnte man auch zum Beispiel ein Sechseck oder ein Achteck nehmen. Und da habe ich ganz einfach die Ausschnitte eingebracht, habe das vorher gebohrt, dann mit der Stichsäge ausgeschnitten. Die Tischplatte habe ich hinterher mit einer Farbe lackiert. Die nennt sich Ebenholz. Finde ich, sieht richtig, richtig gut aus. Habe ich früher bei meiner einen Wellenliege auch schon mal genutzt und da habe ich gedacht, das findet sich dann schön bei mir im Garten wieder. Und dann kann man es kaum erwarten, dass es abends dunkel wird, dass man das Feuerrohr das erste Mal anmacht.
Wem das jetzt alles zu schnell ging, es gibt auch eine komplette Bauanleitung, die verlinke ich ganz einfach hier drunter. Kann sich jeder runterladen, da sind alle Schritte einzeln erklärt und da kann man dann wirklich nichts verkehrt machen. Und ich bin mal ganz ehrlich, in diesem Projekt steckt jetzt so viel Arbeit. Wenn man das erste Mal anzündet, dann ist man natürlich extrem nervös und aufgeregt. Es gibt viele Feuerrohre, die brennen nicht sonderlich gut. Da muss man zwischendurch immer wieder rumprokeln und sowas. Das wollte ich alles nicht. Ich wollte ein schönes XXL-Feuerrohr, was wirklich richtig, richtig gut brennt. Und die ersten Minuten, das ist normal bei einem Feuerrohr, da tut sich nichts. Die Flammen müssen sich erstmal hocharbeiten können und dann hat man so nach 2-3 Minuten so eine kleine Stichflamme und die entwickelt sich langsam und das ist dann der Punkt, wo man das Glasrohr draufstecken kann und in diesem Glasrohr, da passiert dann die Magie. Das heißt, durch die Belüftung entzünden sich die Rauchgase und diese Rauchgase fangen dann auch langsam an zu brennen und wenn das erste Mal diese Flammensäule, so diese Tischkante erreicht, von wegen, das sieht schon wirklich irre aus. Also es sieht wirklich irre aus, ist ein irres Ambiente, aber das ist natürlich nur der Anfang. Das Ganze zieht immer weiter hoch und irgendwann hat man eine Flammsäule, die ist ungefähr 2 Meter hoch. Und das ist wirklich einzigartiges Ambiente. Man kann sich hier schön rumstellen. Das Ganze riecht nicht, das Ganze raucht nicht, das Ganze qualmt nicht, ist eine sehr, sehr saubere Verbrennung, gibt eine sehr schöne, angenehme Wärme. Also ich denke mal einzigartig. Und auch bei mir klappt nicht immer alles, darum machen wir solche Tests. Das heißt, irgendwann hat die Tischplatte angefangen zu schmoren. Ich habe den Ausschnitt viel zu gering gemacht. Ich hätte wahrscheinlich 1 Zentimeter umlaufend Luft machen sollen. Ich habe hier nur so 3-4 Millimeter umlaufend gemacht und dann hat die Tischplatte irgendwann angefangen zu schmoren. Das zeige ich euch hier natürlich auch. Aber ansonsten bin ich restlos zufrieden. Die ist so ein bisschen ausgeschmort und dann hat das wieder aufgehört. Ich werde den nochmal abbauen, den Tisch, und werde den nochmal größer ausschneiden oder vielleicht auch einen Metallring einsetzen, dass das nicht wieder passiert. Aber ansonsten, wenn man sich hier dieses Flammenbild anguckt, von wegen, das ist wirklich einzigartig. Ich habe eine halbe Pelletfüllung in diesen Tank eingebracht und man kann das ja von oben immer wieder nachschütten und habe damit 1 Stunde dieses Feuerrohr betrieben. Und wir reden hier nicht von 1 Stunde, dass es sich immer mal so ein bisschen hocharbeitet und wieder runter geht, wie das bei vielen Feuerrohren ist, sondern mit so einem Flammenbild. Und das ist wirklich absolut einzigartig. Man könnte theoretisch die Tischplatte auch abnehmbar gestalten, dann hätte man nebenbei auch ein XXL Feuerrohr, denke ich mal auch eine schöne Variante, und ansonsten bin ich restlos begeistert und ich hoffe, euch hat dieses kleine Projekt auch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni, und die Brennteile genauso wie die Anleitung, das verlinke ich hier unter. Bis dann, euer Manni.